Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Wie viele fehlen? Hä? Ich verstehe nicht. Hä? What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Wie viele Türen habe ich schon geöffnet? Er will jetzt unbedingt wissen, wie viele Türen ich schon geöffnet habe. Der hat mir nicht geantwortet. Der hat mich doch gehört. Der hat mich ganz genau gehört. Sterbende Rose. Raum 217. Sterbende Rose zu Raum 217. Waren die Stiefel auch schon vorher hier? Ich glaube nicht. Das ist auf jeden Fall jemand von draußen gekommen. Hier ist ja Wasser. Und das muss noch frisch sein. Ich bin jetzt schon 9 Tage hier. Eingefangen. Und jetzt habe ich da Stiefel gefunden. Okay, also nochmal. Irvin hat mich sehr gut verstanden. Der wollte mir nur nicht antworten. Und jetzt ist es so wichtig, weil viele... Jetzt ist es so wichtig, wie viele Türen ich schon geöffnet habe. Was war... Der verheimlicht mir doch etwas. 101 bis 108. 109 bis 117. Warum? Oh Gott, es war gerade hier im Zimmer. Ist gerade was umgefallen. Ich habe mich tierisch erschrocken, deswegen habe ich gerade nichts gesagt. 117. Das hier ist doch 117. Genau, und hier hat jemand eine Rose abgegeben. Ich gehe hier nochmal rein. Es gab auch gerade wieder ein Geräusch, aber... Ich glaube, hier ist nichts. Ich mache jetzt einfach nochmal den. Das reagiert auch gar nicht mehr. Okay, ich gehe jetzt einfach wieder in meine Suite. Wie viele Türen ich schon geöffnet habe. Oh, ich bin hier gar nicht richtig. Okay. Ich höre die ganze Zeit Geräusche in meinem Ohr. Immer wenn ich mich nach rechts oder nach links drehe, höre ich da immer ein Geräusch. Okay, einmal in die Master Suite. Einmal zu, bitte. Wie viele Türen hast du schon geöffnet? Die hier habe ich geöffnet. Okay. Einmal Brainstorming. Wir haben hier unsere Beweise. Und da war gerade jemand... Irgendeiner muss das hier mit den Schaufensterpuppen gestellt haben. Irving, was tust du? Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im 2. Stock? Ob ich da nochmal rein soll? Ob ich da nochmal rein soll in die... hinter die Tür und gucken soll? Ich fand das gerade so mega creepy da drin, aber vielleicht soll ich da ja irgendwas finden. Okay. Ich gehe dann einfach hier nochmal durch. Vielleicht ist das hoch. Vielleicht ist das hier eine Abkürzung dahin.
Okay. Ich gehe da jetzt einfach nochmal hin. Auch wenn ich das überhaupt nicht möchte. Aber sonst komme ich nicht voran. Und dann diese Stiefel. Also es ist super creepy. Es ist super unangenehm. Es ist so unangenehm. Die Treppe. Hier entlang. Oder soll ich jetzt alle finden? Ich gehe da nochmal rein. Doch, ich kann da nochmal reingehen. Okay. So. Hallo. Kannst du mir helfen? Kannst du mir sagen, was hier los ist? Okay, eine Puppe ist anders. Das ist eine richtige Schneiderpuppe und keine Schaufensterpuppe. Schaufensterpuppe. Ich muss auch echt sagen, die Niki ist super mutig. Die ist super mutig. Okay. Vielleicht höre ich hier was. Ich höre nichts. Der reagiert auch gar nicht mehr. Okay, kann ich hier... Schaufensterpuppe. Kann ich hier vielleicht irgendwas sehen? Und es ist mein Hockeyschläger. Ich kann hier auch gar nichts mehr machen. Hier stehen einfach nur Puppen rum. Und eine und eine Schneiderpuppe. Ich finde hier nichts. Ich finde hier nichts. Los, raus mit dir. Ha! Okay, ich gehe mal in mein Zimmer. Master Suite, genau. Ich gehe nochmal in mein Zimmer und gucke, ob dort irgendwelche Beweise sind bei den Zetteln. Ob ich da irgendwas übersehen habe. Ob ich da irgendwas... Oder in meinem Zimmer. Weil es muss ja jemand in mein Zimmer gegangen sein und mir den Baseballschläger genommen haben. Es ist 9 Uhr. Fernglas. Kann ich mir auch jetzt nur noch angucken. VHS. Okay. Hier komme ich irgendwie auch nicht mehr weiter. Okay. Mal schauen. Da haben wir alles schon. Auch hier komme ich nicht weiter. Die kann ich auch nicht mehr öffnen. Das sind auch alles Bücher, die ich mir schon angeguckt habe. Was brauche ich noch? Was fehlt denn jetzt? Ich komme gerade gar nicht weiter. Irgendwas tust du. Was verbirgt sich hinter der verschlossenen Tür im 2. Stock? Zweiter Stock, verschlossene Tür. Dann gehen wir doch mal dahin. Dann gehen wir einfach jetzt mal dahin. Ich habe das einfach gerade nicht gelesen.
überlesen. Ich habe es gelesen, aber ich habe es nicht wahrgenommen. Okay. Verschlossene Tür. Wo war das? Wenn ich mir jetzt noch gemerkt... Nee. Nee. Okay, ich höre dann auf, ne, Leute. Ich bin dann mal weg. Oh Gott. Jetzt ist die auf. Ich will da nicht rein. Die war gerade zu. Ich habe die nicht aufgemacht. Wer ist das? Hallo? Hallo? Ich fange gleich an zu schreien, okay? Ist das in Ordnung? Dass ich schreie? Hallo? Was ist hier los? Ohne Witz, was ist das? Das ist doch ein Versteck. Hier hat doch jemand gewohnt. Was geht hier vor sich? Was zum ist das? Beweise? Car-Engine? What? Ist das das Zimmer von Irwin? Das ist mein Auto. Das ist doch mein Auto oder das Auto von Mama? Eine leere Hülle. Christmas 1980. Mixtape. Clinky Christmas. Und? Clinky Christmas. Clinky Christmas. Beweise. Rachel. Irgendjemand wurde gefunden. Also, irgendwas wurde gefunden. Nicole? Oh mein Gott! Wie viele Nächte man hier schon ist? Montana High School. Das sind Daten über mich. Also über Nicole. Noch mehr Bilder. Die Puppe. Der Gefrierschrank. Wo ich eingesperrt war. Und noch ein Raum. Hier sind die Geheimräume. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Ist das dein Ernst? Is this a joke? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. You... Jenkins... You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. Oh. You. Me? I... Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it.
I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. Wer bist du? Who are you, really? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. It's what they called her at school. But I could hear her cry. At night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. Ich habe Rachel nicht, ich habe deine Schwester nicht. Ja, ich habe deine Schwester. Ich habe Rachel. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Wo bist du? Irving. Where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment, in that confined horizon of events. As you'll understand, as you've already begun to understand. Was du von mir willst, du bist derjenige, von dem ich mich dir zuvor gefällt. Sag mir, was du von mir I want to know what you want from me. You have to keep going, to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Ach du Heiliger. Ich muss den Ethic erkunden, bevor er mich erkundet. Sie wird die Wahrheit ans Licht bringen. Holy... shit, Alter. Holy...
laufen. So. Nicole, du bist mutig. Ich bin mutig. Rein da. Okay. Hoch. Dun, 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 dun. Ich bin mutig. Dun, 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 dun. Okay, okay, okay. Okay, es ist hübsch. Das ist voll schön. Oh. Okay, das ist voll hübsch hier. Okay, hier. Schlüssel. Claire. Ich kann mir den aber nicht angucken. Claire. Wer ist Claire? Ranking. Rachel, Leonard, Check, Mail. Rachel, Leonard. Ach so. Haben die sich hier getroffen? Rachel und Leonard? Ohne dass wir das wussten? Ich gucke mir gleich den Projektor an. Bilder. Rachel? Könnte gezeichnete Bilder sein? Faith. Noch mehr Bilder von Rachel. Kann ich mir aber nicht angucken. Auch nochmal Bilder. Okay. Hier haben wir noch einen Tisch. Schreibmaschine. Okay. Lennarts Gedanken. Lennarts Gedanken kann ich mir aber nicht angucken. Lennarts Gedanken. Und Zigaretten. Er hat also die Lucky Stars geraucht. Und wer hat denn die anderen Zigaretten geraucht? Lennarts Gedanken. Schreibmaschine, okay. Hier ist noch ein... Kann ich mir noch was angucken? Buch. Thinking through mathematics, okay. Noch mehr Bücher. The Light of a Gift. Or The Science of the Soul and Stars. Also auch wieder ganz viel... Halt sein Genre an Büchern, was ihn interessiert. Ein Teleskop. Projektor. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is, and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you talking in the air about? we breathe.
And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Okay, ich habe gerade voll die Gänsehaut. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Oh Gott. Sie ist hier. Ich habe Schritte gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es. Ich mag es nicht. Ich drehe mich um. Hallo? Hallo, 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 hallo. Hi. Ah! No. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Oh Gott. Oh Gott, während hier ist irgendjemand drin. Oh Gott, ich habe solche Panik. Ich hasse es. Ich mag es nicht. Ich will es nicht. Wer ist hier? Irving, lass das bitte. Irving, bitte. Oh Gott, ich bin kein Mörder. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nicht. Ich will nicht. Was soll das? Hallo? Hallo? Wer war das? Wer war das? Wer hat das gemacht? Alter, ich bin gerade so angespannt. Ich will nicht mehr. Rachel ist hier, sagt er. Alter, ich will nicht mehr. Alter. Ich will nicht. Was soll ich denn jetzt tun? Oh Gott. Und pass auf Rachel auf, die ist hier. Alter, ich hab Angst. Ich will hier raus. Raus, 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 raus. Raus. Du machst mir Angst. Höllische Angst. Ich kann hier nicht raus. Oh. Okay. Okay. Du gemeines Spiel. Okay, was willst du, hä? Was willst du? Okay. Okay, ich bin bereit. Was soll ich tun? Was kann ich machen? Hier lang? Okay, Taschenlampe. Okay, so war das jetzt nicht. Okay, wo kann ich hier lang? Pass auf Rachel auf, sie ist hier. Hallo? Na? Versteckst du dich? Ansehen. Buch, achso. Okay. Ich bin bereit. Okay? Okay? Was soll ich tun? Wo kann ich denn jetzt hin? Ich komme hier nicht raus. Was zum Henker soll ich denn jetzt tun? Da ist niemand. Hier ist keiner. Ich komme hier auch nicht mehr raus. Jemand hat da was draufgeschrieben. Die Uhr hat geklingelt.
nicht raus. Ich bin hier eingesperrt. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin mega angespannt. Irgendwie muss ich doch dahinter kommen, oder? Ist da vielleicht irgendwas? Komme ich da vielleicht irgendwie hinter? Da ist da noch ein Weg, oder? Nee, hier ist gar nichts. Ich kann da nicht hinter. Was soll ich tun? Ah, Schlüssel. Aufnehmen. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Das ist sehr lieb von dir. Ich bin dann mal weg. Ist mir egal, was in mein Ohr reingehaucht wird. Ich bin weg. Tschüss. Ich höre nicht auf euch. Ich bin weg. Ich finde euch alle doof. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht mehr. Ihr seid alle Arsche. Ihr seid alle scheiße. Ihr seid doof. Hello. Leonard was a very special man. Ihr seid alle doof. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Jetzt nicht einen Schlüssel bekommen vom Auto? Mein Auto. Kofferraum. Packesel. Errungenschaft freigeschaltet. Packesel. Decke. Was ist in dieser Decke? Wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie, wasch sie. Okay. Okay, waschen. Und ich soll durch die letzte Tür. Okay. Oh Gott, dieses Spiel. Oh Gott, oh Gott. Nee. Wo ist die Wäsche? Ich möchte auf jeden Fall... Okay, dieses Spiel ist abgefuckter, als ich dachte.
Maschinen leben länger mit Kalgon. What? Die Zahnspange von ihr? Was? Oh, God. Blut. How could I have forgotten? I saw everything. Aha. I was there. Was? All the pieces were in front of my eyes. What? A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No. Oh I Gott. don't. Ach, Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going?
Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. Woher soll sie das denn wissen? We didn't do anything. Sie konnte es doch nicht wissen. Sie wusste ja nichts. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Wo bist du? What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? Okay, und I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? oh mein Gott. Errungenschaft freigeschaltet allein. Telefon klingelt. Ich bin in meinem Auto. Anschaltung. Zahnspange. Oh Gott. Ich bin gerade voller Schrott. Ach da. Anne? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Könntest du bitte leben? Könntest du bitte weiterleben?
ich möchte nicht, dass sie jetzt dahin geht, wo die anderen sind. Wait. I did all that you asked me. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. Nein, dann lass es. Don't want to die. Dann It's getting dark. Nein! Nein! I can't see. Nein, hör auf! Nein, das bringt nichts. Ausschalten. Ausschalten. Fenster auf. I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Just love. Errungenschaft freigeschaltet, wieder vereint. The Suicide of Rachel Foster. Daniel Azera. David Gallo. Andrea Bechini. Wow. Boah, Gott, dieses Spiel hat mich fertig gemacht. Das Ende. Nur noch Terror. Es war ja schrecklich. Mir wurde richtig schlecht währenddessen. Okay. Man hätte wohl sich umbringen können. Oder leben lassen. Ich entscheide mich meistens immer dafür zu leben. Denn auch egal wie scheiße das Leben ist, aufzugeben zeigt nur Schwäche. Und ich kann keine Schwäche zeigen. Ich will auch keine Schwäche zeigen. Hui, das war ja Wahnsinn. Was für ein Terror, was für ein verrückter Mensch, der das alles sich geholt hat an Informationen über Nikki, über Rachel, seine Schwester. Dann am Ende noch die Aufnahme und noch gesagt, Rachel ist hier. Okay, wir wissen jetzt, Rachel ist auf jeden Fall gestorben, aber was waren das für Bilder, die wir gesehen haben von den Zeitungsausschnitten? Da waren ja, angeblich ist sie ja von der Klippe gesprungen. Das muss ja irgendwie bearbeitet worden sein. Oder ist es was anderes gewesen? Oh Mann. Und Irving kannte den Vater wirklich. Beziehungsweise auch der Vater kannte Irving auch richtig. Das war also keine Lüge. Boah. Boah. Ich bin fertig. Ich bin kaputt. Aber das Spiel ist so gut. Es zog sich richtig in die Länge, fand ich. Aber das war ja... Boah. Ja, dieses Spiel ist nicht ohne. Wow. Okay. Ich glaube, ich trinke jetzt erstmal einen kleinen Beruhigungstee. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Okay. Wie hat es euch gefallen denn? Also, ich muss ehrlich sagen, es hat sich sehr, sehr lang gezogen. Irgendwann hatte ich während des Spiels Motivation verloren. Hab dann trotzdem weitergespielt, weil die Geschichte an sich interessiert mich, hat mich super interessiert.
Es hat sich, wie gesagt, sehr in die Länge gezogen. Vor allem, weil das Hotel so groß ist und ich habe mich so oft verlaufen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich wirklich alles gefunden habe. Alle Geheimeingänge. Ich hoffe doch.